Wann habe ich das erste Mal von Ravensbrück gehört? Das muss in meiner, frühen Kindheit gewesen sein, vermutlich. Wir haben also meine Mama, die ja jetzt hier aus dem Bild gerutscht ist, aber noch neben mir sitzt, liebenswerterweise hat sie ein Foto mitgebracht. Halte ich hier mal rein. Können Sie es sehen? Und dieses kleine Kerlchen hier mit den Blumen, das bin ich und das ist anno 1989 und das ist in Ravensbrück. Also, wer das jetzt, 'n Hinweis, dass ich spätestens 1989, da war ich 9 Jahre alt, von Ravensbrück gehört habe, aber ganz sicher ja schon vorher in Erzählungen, von meiner Großmutter, weil meine Oma Irmgard Konrad war eine Frau, die zumindest dann im späteren Alter auch erzählt hat von ihrem Schicksal. Ich habe, in den letzten 3 Jahren ich bin Fotograf und, habe, für eine Ausstellung im Landesmuseum für Moderne Kunst Brandenburg, das ist in Cottbus, habe ich eine Arbeit gemacht, die nennt sich Raufaser. Und das ist eine Arbeit über, ja, das Leben meiner Großeltern und insbesondere über das Schicksal meiner Oma. Und, ich gehe als Künstler der Frage nach, was hat das alles mit mir zu tun? Inwieweit haben Ihre Erlebnisse Einfluss auf mich heute? Und darüber hinaus eigentlich auch die Frage, na ja, was hat das mit uns allen zu tun, auch als Deutsche? Äh, und natürlich, habe ich auch in Ravensbrück, nicht nur fotografiert, sondern habe mich auch, sehr, mit ihrer Zeit in Ravensbrück, dazu muss man sagen, meine Großmutter war vorher in Auschwitz und ist dann von Auschwitz nach Ravensbrück gekommen und über den Todesmarsch dann, von Sowjetsoldaten befreit worden und ihr Lebensweg ging dann weiter über Frankreich bis hin zurück nach Deutschland, wo dann in Leipzig meine Mutter geboren wurde. Ja, und, das verbinden insofern kann ich sagen, wenn Sie mich jetzt heute an diesem Tag fragen: „Was verbinde ich mit Ravensbrück?", dann, ja, verbinde ich, natürlich, 1. Schilderungen meiner Großmutter und was ich auch noch sagen kann, ich hatte ja eben schon erzählt, dass ich als kleiner Junge das erste Mal nach Ravensbrück kam. Und was mich bis zum heutigen Tage sehr, sehr beeindruckt hat damals, war, diese Walze. Die ist heute nicht mehr sichtbar. Die steht, glaube ich, hinten in diesen Steinbaracken ist die jetzt gelagert, wahrscheinlich, vor der Witterung geschützt. Und damals stand die aber noch draußen im Lagergelände. Und als kleiner Junge, ja, hat die mich sehr beeindruckt und auch eingeschüchtert. Und die Vorstellung, dass, die Frauen im Lager diese Walze mit dieser Walze zur schwerster Arbeit gezwungen wurden, das ist sicher auch etwas, was ich mit Ravensbrück verbinde bis zum heutigen Tag. Okay, dann kann ich auch noch mal zurück zu dem kleinen Bild gehen, was ich eben gezeigt habe, als ich 9 war. Ähm, Ich habe, 2 Töchter und die ältere, die ist, ja, vor wenigen Wochen auch 9 geworden, ist also quasi genau in dem Alter wie ich damals. Und, ja, ich habe natürlich schon den Wunsch und also bin sicher, sobald das dann wieder möglich ist, dass ich auch mit meinen Kindern, nach Ravensbrück, mal komme und zusammen mit meiner Mama, also der Großmama meiner 2 Töchter. Und, ja, dass diese Erinnerungslinie natürlich auf die Art und Weise auch weitergeführt wird.